Das ist Marlene neben dem Globus i1 von Detlefs. Ein Freund der Familie für 70.544 Euro. Und auf welcher Basis er ist, das werden wir uns gleich mal von innen anschauen. 140 PS Motor mit eingebaut. Es ist ein Fiat. Aufbautüre mit Fenster und Zentralverriegelung, Dach und Heck aus GFK, der Boden aus GFK und jede Menge Extras. Zuladung 774 Kilogramm, 3,5 Tonnen und das Fahrzeug ist nicht zu lange. Ich zeige es mal gerade von der Seite. 6 Meter Länge, das kommt vielen wirklich sehr entgegen, denn 6 Meter ist so das, was viele gerne fahren möchten. So sieht er denn komplett aus. Also ein sehr, sehr kompakter, voll integrierter kleiner Bus. Ja, da muss man natürlich Eingeständnisse machen. Mit 6 Metern finde ich natürlich jeden Parkplatz. Aber wie es drinnen aussieht, das werden wir uns gleich mal angucken. Es gibt viele verschiedene Konzepte. Du kannst Leute verstehen, die keine 8 Meter Schiffe haben möchten, gell? Kann ich verstehen, ja. Warum? Parkschwierigkeiten. Parkplatz kriegen und so weiter. Aber der ist schick. Von vorne sieht er aus wie ein ganz großer. Aber von der Seite ist er so, als wäre er irgendwie... Ihr habt die Kinder geschrumpft. Also ganz süß ist er, ganz kompakt. Leichtmetallfelgen, eine tolle automotive Optik vorne. Globus GT. Ja, das sind die Daten, 70.544 und Breite sind 2,20 Meter und ein Fahrzeug auf 3,5 Tonnen, das heißt also mit jedem Führerschein der Klasse B zu fahren. Komm, wir gehen gleich mal rein. Gucken uns gleich mal die Staufächer im Anschluss an. Das ist der Innenraum mit Hubbett. Die Aufbautür mit einer Stufe. Sehr leicht zu begehen. So, integriertes Licht. Und wenn man reinkommt, direkt auf der rechten Seite dann die umklappbaren Sitze, Vollintegration 2,20 Meter, nicht zu breit, also sehr handliches Fahrzeug mit einer tollen Panoramasicht. Die vollintegrierten überzeugen dadurch. Ja, hat eine schöne Übersicht. So ein bisschen, da fängt der Urlaub schon gleich an mit der Fahrt. Klimaautomatik mit drin, Radio nach Wahl. Das wird immer eingebaut, wenn die Leute dann das Fahrzeug übergeben bekommen und einem Fiat Ducato mit voller Integration. Das sieht man also hier ganz schön den Anschluss. Das ist das Original Cockpit. Daneben beginnt dann quasi der Aufbau. Schiebefenster an der Seite, mach mal auf bitte. Dass ich den Fahrtwind dann auch mal genießen kann. Komm, wir lassen mal auf. Es wird nämlich langsam warm und das fast Anfang November. Und wir fahren direkt mal das Hubbett runter. Wir haben nämlich 2 Sperren mit drin. Und eine große Liegefläche, circa 2,20 Meter, fast die ganze Breite. Ich denke mal 2 Meter mal etwa 1,60 Meter, die ich hier habe. Also wirklich groß. Ja, danke. Fahr nochmal hoch. Das war schwer, das Runterfahren? Nee. Absolut nicht. Das gleitet. Gleitet einfach. Da vorne habe ich dann meine Sonnenblenden. Die sind integriert im Hubbett. Dann habe ich das Verdunklungssystem an der Seite. Einfach ziehen. Die treffen sich dann in der Mitte. Und das gleiche ist dann nochmal in den Türen eingebaut, in den Fenstern. Und so kann ich also ruckzuck meinen Schlafbereich dann zumachen. Ja, und morgens der Kaffee ruft. Hallo Nachbarn, wir sind wieder da. So, da ist unsere Sitzgruppe, wenn du mal dich mal reinsetzt. Ach ja, praktisch gegenüber hast du dann den drehbaren Sitz. Der Tisch ist mehrfach verstellbar in alle Richtungen, wie du das möchtest.
kleine Ecke. Eine kleine Ecke Ist das so? mit 2 Sitzplätzen. Ich überlege gerade, was das hier ist. Das ist, dass du da sitzen kannst. Okay. Wenn du mal den Fahrersitz mal drehst, dass man einfach mal sieht, wie sich der Raum entwickelt. Hier vorne ist eine kleine Stufe, dass also selbst große Leute dann auch Stehhöhe haben. Also ich bin 1,83, hier geht bestimmt noch 15 cm höher, also bis fast 2 Meter Stehhöhe hier. Marlene dreht mal gerade der tägliche Kampf um die Agouti-Sitze. Aber auch hier einmal hin, einmal her. Ruckzuck hat man ihn gedreht. Jetzt bist du ja schon Profi. Ja, mittlerweile, ja. So, und das ist dann quasi das ist die Sitzgruppe im vorderen Bereich. Wenn du den auch mal hoch machst. Moment. Da ist der Hebel. Also Hubbett heißt, sitze in der Position beim Schlafen und wenn ich dann sitzen möchte, einfach nochmal draußen sein. So, dann habe ich hier nochmal Staufach, groß und tief. Da an der Seite habe ich nochmal ein Fach, wo ich also normalerweise dann meinen Ausstieg habe. Geht es nochmal tief runter, kann ich noch was lagern. Hier sind große Lautsprecher eingebaut an der Seite. Fächer. Schränke. Nummer 1, dann Schrank Nummer 2. Über der Sitzgruppe. Die Seiten so beledert. Mhm. Was ist das für ein Feeling? Wohnlich. So, habe ich hier nochmal meinen Elektroblock mit einer Truma 6. Und die Küche. Warte, ich setze mich mal hin. Das ist der Blick quasi vom Beifahrer. Ist das einfach ein Magnet? Könnte sein, ja. Ah, das ist immer eine Spange. Eine Spange. Und dann einfach Drehen. drüber. Genau. Dann habe ich meine Erweiterung. So, ich setze mich mal auf den Fahrersitz. So sieht das denn aus vom Fahrerbereich. Da wäre mein Beifahrer. Hier ist das Thema Panorama. Kann ich rausgucken auf den Starnberger See, wenn ich dann... hier bei dem Wetter könntest du wirklich Anfang November noch wegfahren, oder? Ja, Das ist richtig toll. der goldene Herbst. Der goldene Herbst. Große Küche mit Dometic AES-Herd, Kühlschrank drunter, mit Gefrierfach, 8000er Serie, also wirklich ein Profi-Gerät. Ich habe selbst einen 8000er im Einsatz, 3 Flammen Kochfeld, Besteckschublade, Dann nochmal die Absperrhähne. Stauraum. Nochmal. Das war jetzt der Küchenbereich. Nicht zu vergessen das große Fenster. Wir sind auf 6 Meter Länge. Also das muss man immer noch sagen. Also dafür habe ich es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Die Heckgarage ist ein bisschen klein. Ja gut, klar. Ich meine 6 Meter den Meter, das haben wir ja schon festgestellt. Selbst 20 Zentimeter mehr Ja. geben einem Fahrzeug schon mal richtig viel Platz. Aber viele wollen unter 6 Meter haben. Guck mal, unter dir ist eine... Ist das zum Öffnen? Ja. Kannst du aufmachen? Da kommst du wahrscheinlich an die Garage. Nee, da ist nochmal ein großer Stauraum. Mit Kleiderschrank nehme ich an. Ja, da ist eine Stange. Die Frage ist, ob man das hochdrücken kann. Guck mal die Matratze. Probier mal mit dem Lattenrost. Ja. Das geht. Sodass du also von oben also an den Kleiderschrank komplett rankommst. Und dann die Tür öffnen kannst. Guck mal, hier links und hier rechts kannst du auch noch mal ein bisschen was Nochmal lagern. Fächer. Da ein bisschen und hier ist auf jeden Fall noch mal tiefer. Sogar, guck mal, da kommst du mit der Außenklappe ran. Das heißt, du kannst von außen Und also Dann- von oben. beladen. Das
fertig machen. Gasdruckfedern dabei. Senk's nochmal ab. Doppelbett hinten. Auch mit dem Vorhang. Warte, ich fülle mal gerade rein. Kannst dich ja gleich mal reinlegen. Zum Gucken von der Breite. Also ein Querbett. Denk mal 1,90 Meter ungefähr. Das werden wir gleich mal sehen, wenn du drauf liegst. Mit Fenster und 2 Seitenfenstern. Hier oben ein flexibler Rausfallschutz für alles, was sich während der Fahrt wahrscheinlich nicht verselbstständigen soll. Guck mal, ist das hier ein Kleiderschrank nochmal extra? An der Seite. 6 Meter Länge, da muss man aneinander vorbeikommen. Ja, noch großer. Mit einer Kleiderstange und oben nochmal eine Ablagemöglichkeit. Aber das ist ja wahnsinnig hoch. Also da kannst du auch nochmal am Boden Kleider. Was lagern. Schuhe oder vielleicht nochmal eine große Schublade rein mit einer, also eine Box meine ich, wo du dann vielleicht die Kleinteile drin hast. Unterhosen, Socken. Aufstieg. Ich habe mich schon gerade eben gefragt, wie komme ich da hoch? Da ist eine integrierte Stufe mit Staufach. Kleinen Staufach, ja. Das ist ja freundlich. Und so kommst du einfach hoch, Steckdose. Hier ist auch nochmal Schalter. Und dem Querbett. Ja, das ist ja süß gemacht hier. Habe ich schon gezeigt eben, dass es so flexibel ist. Das ist ja toll. Ja, finde ich gut. Steckdose nochmal USB. Dann hast du hier nochmal Stauraum. Bis zum Schluss sogar. Hast du das auch schon gezeigt, oder? Nee, das noch nicht. Stauraum noch nicht. Genau, leg dich mal rein. Hinten auf den hinteren Bereich. Sag nicht. Dahin. Und geht. Wenn du dich mal gerade hinlegst hinten, ganz gerade mal, so wie so eine Ölgötze von den Proportionen her. Also da hinten dann die 1,72, da wo der Fuß ist. Ja, haben also 2 lange Menschen Platz. Man muss eigentlich übereinander krabbeln. Also wenn der eine da mal ein Pipi machen will, dann muss er über den anderen, denn die beiden liegen nebeneinander. Komm mal runter. Dann zeigen wir gerade mal das Bad. Das sieht schwer aus nach... Ist ein Schwenkbad? Was meinst du? Da tut sich etwas. Ja, ist ein Schwenkbad. Guck mal, siehst du, da oben ist nämlich... Ja, ich schaue Da ist ein gerade. Scharnier. Ich schaue gerade, wo hier die... Es könnte auch mit Magnet laufen, wenn du mal feste ziehst. Ja. Einfach nur ziehen, ja. Ich brauche auch gar nicht festziehen, das geht schon. Ah, guck mal, da oben ist so ein Knopf, da kannst du festmachen, wenn du das Schwenkbad fixierst. Was meinst du, den hier? Ja. Und dann? Das heißt, wenn du jetzt zumachst, auf der anderen Seite war ein kleiner Knopf. Warte, ich will mal ganz kurz rein in die Dusche. Geh mal rein in die Dusche, komplett. Dann zeigen wir das mal. Da ist Fensterchen. Das ist die komplett getrennte Dusche, denn da hast du dann noch... Ich komme mal auf die andere Seite und dann mal kurz reinfilmen. Da ist dann nochmal eine Trenntür mit drin. Ah, jetzt verstehe ich es. Ich ziehe das dann hervor. Ziehst das raus. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob du das Ja. jetzt sehen kannst, hier ist nochmal ein Stück. Dass du zumachen kannst, den Genau. Spalt. Der Spalt wird hier damit geschlossen, damit es wirklich die Nasszelle, auch die Nasszelle im Nass bleibt. Mach mal zu. So, und dann hätte man eine Dusche. Das ist echt super. Ist gut? Also hier kannst du es vielleicht, ich kann es mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob du um die Ecke reinkommst. Kann man es nur andeuten, würde dann. Da kann man zumachen. Ja, wenn es komplett nach rechts geschoben ist, dann kannst du es hier komplett schließen. Dann komm mal raus und mach das Schwenkbad nochmal rein. Ah ja, jetzt weiß ich. Da ist das mit dem Knopf, gell? Da wird das dann oben verriegelt. Genau. Und hier, was riegel ich denn hier? Die Tür wahrscheinlich, dass sie nicht zufällt. Dann hast du hier deinen Toilettenbereich. Genau, wenn du dich mal auf die Toilette setzt,
gleich. Großer Schrank, geh mal gerade aus dem Weg. Ich filme mal gerade rein. Und die Toilette. Setz dich mal hin auf die Toilette. So, und da ist das Waschbecken. Auch außergewöhnlich, das Waschbecken. Ah, da ist der Was ist da? Halter Für die Toiletten. für das Toilettenpapier, ja. Kannst nochmal Gläser reinstellen. Übereinander diesmal. Und viel Platz. Ja, ist geräumig. Ah, die Dusche ist zeitgleich dann auch, Dann kannst zur Seite drehen, das Waschbecken. Genau. Kannst du dann fürs Duschen hier rein. Und das Bad rausschwenken. Genau. Habe ich schon gesehen bei Autos, die 20 Jahre alt waren, so ein Schwenkbad. Weil ich immer dachte, es wäre neu. Echt? Ja, ist gar nicht neu. Das ist so lange schon. Bei dem Hümer, den wir gezeigt haben, der 20 Jahre alt ist, der hatte ein Schwenkbad. Ja, dann nochmal komplette Roomtour. Dort oben das Hubbett oben drüber. Hier großes Fenster, ein Heki zum Kurbeln. Die Sitzgruppe. Das Cockpit. Die Küche. Dann hier der Kleiderschrank an der Seite. Die ausziehbare Treppe haben wir eben gezeigt. Überall Luftausströmer und dann das Heckbett mit Schlafzimmer und Fenster, das sich auch hier über diesen Vorhang dann auch zuziehen lässt. Mach mal zu. Und dann ist in der Business Class geschlossen. So, holen wir die Schlüssel, dann gehen wir mal raus, zeigen noch ein paar Klappen. Und ich glaube, das Ding hat auch einen Rausfahrschutz, oder? Rausfahrschutz? Ja, ja. Ja, hat einen Rausfahrschutz für Kids Kann man hier dann oben fixieren. Auf links und rechts. Hier an den Klammern. Genau. Genau, wenn du mal gerade dich mal quer stellst und den Rausfahrschutz nochmal zeigst komplett. Ja. Du warst nicht gerade genau im Bild. Warte. Jetzt sieht man es gut. So hoch ist er. Ja, und da fällt man nicht mehr raus. Es sei denn, ich krabbel dann wirklich nochmal drüber. Das ist wirklich für kleine Kinder, ne? So, gehen wir mal raus. Da ist die Leichtmetallfelge, die dabei ist. Das sind nochmal die Daten vom 6-Meter-Bus. Ein roter Spoiler drunter. Und die Tür nochmal an der Seite, sodass ich also nochmal extra auf den Aufbau komme. Mach mal auf. Feste. Und mit elektrischem Fensterheber, Ablage und hier dem Hier hast du noch Cockpit AdBlue. AdBlue. So, und dann Diesel. Also ein 4-Personen-Fahrzeug auf 6 Meter Länge. Hier ist die Kassettentoilette. Das hier war übrigens dieses eine Fach, wo du durchreichen konntest. Interessant mit deinen Schlüsselchen. Ich muss gerade schauen. War das der hier? I1. Die 1 hieß der? Ist nicht schlimm. Wir haben schon 5000 Mal die Kassettentoilette gezeigt. Ja. Ist hier offen? Nein. Da hätte ich ja jetzt gerne mal reingeguckt. Kennst du? Weil da kann man sehr schön zeigen, dass hier die Durchreiche ist. Du suchst mal, ich zeig mal derweil das Heck. So sieht er von hinten aus. Und blicken mal ganz kurz, hier ist ein bisschen eng, aber ich habe eben schon mal probiert, wir können mal reinblicken. Das ist dann die Heckgarage mit Beleuchtung und viel Platz nochmal für, ich denke mal mit etwas Not, 2 Fahrräder mit Zugurten. So, Marlene hat den Schlüssel, ich höre es schon.
Bin mal gespannt mit dieser Durchreiche. Sowas finde ich immer spannend. Ja, jetzt kannst du hier in den Raum reingucken. Oben ist das Bett, wisst ihr? Kannst hier eine Kiste Wasser reinstellen. Ach ja, genau. Und bist dann direkt im Raum drin. So, machen wir hier nochmal auf. Hinten ist ein bisschen kleiner auf der linken Seite. Derweil hier wahrscheinlich die Gasflaschen drin sind. Guck mal rein. Ja. Könnte sein. Wenn das schon so verriegelt ist, dann ist wahrscheinlich ein Gummi. Ja, da sind die 2x11 Kilo drin. Gas. Und das verengt dann hier natürlich die Lademöglichkeit. Hier ist dann nochmal ein Stauraum oben drüber. Und wieder Einblick dann in die Garage, die dann ein bisschen sich verjüngt aufgrund der Gastanks. Hier nettes Detail. Diese Stange, die drin ist, ist ein Rausfallschutz, dass man also nicht mehr von oben bei geöffnetem Fenster einfach rausfällt. 6 Meter Länge, Ja. kompaktes Fahrzeug. Mach nochmal zu, dann filme ich mal ganz kurz nochmal die Seite. Knuffig. Ein Bus auf 6 Meter Länge. Der Globus i1 GT von Detlefs. 70.544 €. Am besten muss man alle wirklich mal live sehen, Probe sitzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, 2+2 und bei 5,99 Meter, also ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Vielen Dank, Marlene. Sehr gerne, Sven. Tschüss.